Das sind Bilder, von denen die meisten Lkw-Fahrerinnen und Fahrer der Essener Firma Sauerbaum Baustoffe und Transporte schon als Kind geträumt haben, unterwegs in einer Sandgrube, um dort Baustoffe zu laden. Große Radlader und Lkw, meistens mit Allradantrieb. Was für eine Kulisse! Tatsache ist, dass viele der Mitarbeiter wirklich mit Baufahrzeugen und Lkw groß geworden sind und die Begeisterung bis zum heutigen Tag andauert. Ich würde sagen, das ist halt ein Kindheitstraum, ne? Von Kindheitsbeinen angefangen, ja, mit einem Trettraktor losgelegt, über Ketka, ja, und dann halt immer begleitend große Baumaschinen, Baugeräte, ja, und jetzt halt ein 40-Tonner. Große Fahrzeuge haben mich immer schon fasziniert. Ne? 6 Jahre war ich alt, erst mal Trecker gefahren und dann habe ich mich hochgearbeitet bis vor 23 Jahren den Führerschein für 40 Tonner. Es liegt nicht bei uns im Blut oder in der Familie, sondern ich habe mich da einfach reingefühlt und wollte halt immer mehr und immer größer und immer schwerer. Hier sind wir bei Stremmer Sand und Kies in Bottrop-Kirchhellen, wo 3 der Actros-Lkw von Sauerbaum den weltweit begehrten Sand für Reitplätze laden. Die Trucks fallen durch ihren besonderen Ruhrpott-Look auf und sind echte Hingucker. Und kaum zu glauben, diese Fracht geht in die Nähe von Bern. Das bedeutet etwa 650 Kilometer Straße oder 10 Stunden Fahrzeit. Sand ist eben noch lange nicht Sand und dieser hier schon gar nicht. Jeder Reitplatz, der was auf sich hält, vertraut eigentlich auf den Sand aus der Kirchhellner Heide. Und ja, wir transportieren diesen Sand dann quasi deutschlandweit, europaweit zu sämtlichen Turnieren, Veranstaltungen, Reitevents, Messen oder auch einfach nur zu dem ganz normalen Reitplatz zum örtlichen Bauer. 54 Lkw-Fahrer und 52 eigene Lkw hat das mittelständische Familienunternehmen, das 1948 gegründet wurde. Auffällig, während viele Firmen in diesem Bereich nur regional unterwegs sind, fahren die modernen Kipper von Sauerbaum auch national und international Schüttguttransporte. Etwa 70% der Transporte bewegen sich in einem Radius von 250 Kilometern, 30% der Touren weit darüber hinaus. Viele Fahrer, die aus dem reinen Fernverkehr kommen, die sagen, aber sie möchten nicht mehr übers Wochenende wegbleiben, nicht mehr eine ganze Woche wegbleiben. Und da haben wir natürlich die passende Lösung, weil die wollen auch nicht den reinen Nahverkehr, die wollen also quasi nicht nur hier um Pudding fahren, sondern die wollen beides. Und dann bieten wir halt an, dass sie 3 Tage rausfahren, dass sie wirklich dann 3 Tage, sagen wir mal, eine Deutschlandrunde erleben, einmal irgendwo im Ruhrgebiet laden, Richtung Süddeutschland fahren, sogar vielleicht in die Schweiz oder nach Österreich. Diese Mischung aus Nah- und Fernverkehr kommt gut an und sorgt in vielen Fällen für eine lange Betriebszugehörigkeit. Zeit, einmal selbst bei den Fahrern nachzufragen. Hier im Kieswerk Gossens in Neukirchen-Flühen am Niederrhein, wo Fahrer und Lkw auf Sand oder Kies warten. Wie ist das denn so, mal nah am Firmenstandort und mal weit weg von zu Hause unterwegs zu sein? Und was ist das Besondere an der Arbeit? Also mir macht es mega Laune, mir macht Spaß, mir macht auch das Ausland Spaß. Also ist schon top. Was Spaß macht an dem Job ist also die abwechslungsreiche Tätigkeit, der Umgang mit der Technik. Das ist immer was anderes. Weil ist zwar vom Material her, wenn wir so in so eine Sand- und Kiesgrube gehen, ist das meist immer das Gleiche. Aber der eine Kunde will nur 10 Tonnen haben, der nächste will nur 15 haben, der nächste will einen vollen Sattel haben. Und wir fahren ja auch nicht nur Sand und Kies. Wir fahren ja auch andere Materialien. Also das ist immer wieder tagtäglich was Neues. Ganz frisch dabei ist übrigens Heidrun Deva. Freunde nennen sie einfach nur Heidi. Sie ist Berufskraftfahrerin aus Überzeugung und war vorher viele Jahre mit einem Planenzug unterwegs, bevor sie zur Firma Sauerbaum wechselte. Hier in Essen kippt sie gerade Split bei einem Baustoffhändler ab. Diesmal ein extrem enger Betriebshof. Das muss man auch erst einmal hinbekommen und sich auch trauen. Also die Einfahrt hier ist echt noch sehr breit. Also das kann rechts und links 10 cm muss reichen. Und das passt. Wunderbar, natürlich. Ja, und das ist das, was ich halt so mag, diese Herausforderung. Ne? Wenn andere sagen, geht nicht, natürlich geht das. Ein Großteil der Kipper ist mit Allrad ausgestattet. Kein Wunder, wenn man sieht, wo die Lastwagen überall hin müssen. Auffällig ist ebenfalls der hohe Anteil an Mulden von Schmitz Cargo Bull. Gerade testet die Firma Sauerbaum den neuen Sattelkipper SKI des Herstellers, der für mehr Effizienz sorgen soll. Die überarbeitete Konstruktion bietet 180 Kilogramm mehr Nutzlast für den
ihren Einsatz auf Straßen, Baustellen und leichten Offroad-Strecken. Sie gehört damit zu den leichtesten Stahl-Fahrgestellrahmen am Markt. Wir testen unsere Fahrgestelle regelmäßig durch und sammeln auch Informationen aus dem Markt und suchen dann nach Stellen, wo wir Material einsparen können, bei gleicher Standfestigkeit und natürlich Langlebigkeit der Fahrzeuge. Wo haben Sie denn gespart, was das Material angeht? Wir sind in erster Linie hier in dieser Version ans Chassis gegangen und haben an gewissen Stellen die Profile verändert, die dann etwas dünnwandiger sein durften, als auch an anderen Komponenten im Unterfahrschutz etc. Die Zugmaschinen werden bei ihren Einsätzen in Kieswerken und Steinbrüchen arg beansprucht. Doch die Belastungen, denen auch die Mulden ausgesetzt werden, stehen dem um nichts nach. Doch welche Mulde nimmt man eigentlich für welchen Baustoff? Wir machen es einsatzspezifisch, also wir unterscheiden zwischen Alumulden und Stahlmulden. Je nach Einsatzbedingungen fahren wir leichtes Gut oder Baustoffe werden überwiegend mit einer Alumulde transportiert. Jedoch Steine, Abraum, schweres Material wie Stahlblöcke etc. transportieren wir halt mit einer Stahlmulde. Peter Roperts hat mit seinem Actros gerade im Steinbruch Lasbeck bei Iserlohn Sand abgeladen und bereitet sich auf die Rückfahrt vor. Auch dieses Gelände zeigt, worauf sich die Fahrerinnen und Fahrer, aber auch die Trucks Tag für Tag einlassen müssen. Hier sind gerade mehrere Lkw der Firma Sauerbaum im Einsatz, die mit Schotter und Split beladen werden. Doch bevor die Lastwagen wieder auf die Straße dürfen, müssen sie erst einmal gründlich gereinigt werden. In vielen Bundesländern gibt es entsprechende Vorschriften. Überwiegend gilt es der Sicherheit, weil werden die Reifen durch sauber gemacht, die Profile so einigermaßen sauber gemacht, damit da auf der Autobahn nichts verloren gehen kann, damit da der hintere Pkw oder Lkw, wer auch immer, keinen Stein in eine Scheibe bekommt. Denn sicher ist sicher, heißt es bei der Firma Sauerbaum, deren Lkw tatsächlich echte Vorzeigeexemplare sind.